Also wenn man einmal nass geworden ist, sagt man die griechischen Seeleute, dann kommt man auch nicht weg von dieses Wasser. Das salziges Wasser, ja. Ich war am Lernen für die Semester. Von Beschäftigungstherapeut habe ich damals studiert. Dann habe ich die Werbung von der Akademie gehört und es hat Klick gemacht. Dann kam Papa mit dem Bild von 1969, ja, als ich als Kind 9 Jahre alt auf die Fähre da gestanden habe. Eigentlich komme ich von einem kleinen Dörfchen von Nordwesten Griechenlands Festland, das direkt ans Meer ist. Also einen Bezug zum Meer hatte ich. Ich habe auch angefangen 1982 auf dem Frachter. Das erste Mal von Napoli. Ich wusste gar nicht, wo das ist, der Ort. Und dann bis Kanada und dann zurück. Und ich bin nach Hause geflogen von Panama. Das war eine Reise, 22 Jahre alt, erstes Mal. Also das war schon hart. Und die Zeit an Bord, naja, die Zeiten damals waren ganz anders als heute. Aber das Entdecken der Welt hat mir schon beeindruckt. Nach so vielen Jahren zu sehen, ich schaue mir gerne die Gebäude an, ja, von den Großstädten, die Metropolen Asiens zum Beispiel. Aber ich muss gestehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch sich anhört, ich gehe nicht so oft von Bord. Eigentlich hatte ich den Bezug schon zu Gästen, weil ich seit 1999 bei Superfast Fähren war. Ja? Und da hat man auch 1500 Gäste an Bord gehabt, auch wenn es für eine kurze Zeit war. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, Kapitän, aus. Das hat angefangen, die erste Durchsage, die ich gemacht habe, 2014, auf der alte Mein Schiff 2, also die ehemalige Mein Schiff Herz, ja, mit Kreuzfahrtdirektor Stefan. Eigentlich war das eine falsche Übersetzung, ganz einfach. Ja. Im Englischen, wenn man über UKW spricht und das Gespräch zu Ende führt, da sagt man out. Ja. Dieses out habe ich als aus übersetzt. Ja. Und da kam das erste Mal und Stefan ist direkt hochgerannt auf der Brücke und sagte, hör mal, das behältst du. Die haben sich hingelegt alle. Also so hat es angefangen und nach 10 Jahren ist es fast mein Name geworden. Ja? Ich muss das immer wieder den letzten Abend erklären, dass ich nicht aus heiße. Und ich bedanke mich nochmal an unseren Gästen für die Freude, die mir geben. Ja? Also das ist das Tolle, was ich habe. Die Veranstaltungen mit den Gästen macht immer wieder Freude. Und als wir jetzt die Umrundung Afrikas gemacht haben, ja, da haben sich die Gäste hier am Bug gesammelt und Dankeschön geschrieben. Ja. An alle, die hier am Bug sind und an alle Gäste, die an Bord sind, ist doch klar. Ich hoffe, Sie hören mich da vorne auch. Winken Sie, ob Sie hören. Ja, danke. Der Moment, den werde ich nie vergessen in meinem Leben. Ja. Ich habe den direkt auch angesprochen, weil die haben sich versammelt kurz vor meiner Morgensdurchsage. 9:40 Uhr haben sie sich versammelt, 9:45 Uhr kam ja die Durchsage, Seetage. Und ich hatte schon Tränen in den Augen. Ja. Ich hatte auch einen Schnupfen die letzten Tage und dann habe ich denen gesagt, heute ist der Schnupfen nicht von den Schnupfen, ist von den Tränen, die gekommen sind. Santorin ist schon überwältigend. Ja. Das Ganze, wenn man direkt unter der Caldera mit dem Schiff liegt, ja, das ist schon eine tolle Sache als Grieche. Ich rede viel über Geschichte hier in den Häfen. Ja. Ich habe einen großen Balkon. Und wenn das Wetter mitspielt, dann ist es echt schön. Es macht immer wieder Freude, das Meeresrauschen zu hören. Und manchmal sage ich das den Gästen auch. Ja. Also einfach auf dem Balkon sitzen oder stehen, wie man möchte, und dann einfach das Schiff hören, wie das durch das Wasser läuft. Ich hatte doch eine Pause 7 Jahre gehabt, von 28 bis 35, in Deutschland sogar. Was war der Grund? Keiner weiß es. Doch, das ist doch einfach. Liebesgrund war das. Also eine Dame hat mich hingeschleppt, nach Wuppertal sogar. Ja, ich habe gearbeitet, dann habe ich eine Umschulung gemacht in Essen als Informationselektroniker. Und dann habe ich auch noch 2,5, 3 Jahre in einer Computerfirma gearbeitet. Mit 35, nachdem auch die Liebesgeschichte vorbei war, muss man sich entscheiden, wieder was man tut. Und dann kam ich wieder auf mein Seemannsbuch. Das war die Entscheidung. Die gute Entscheidung war das eigentlich, ja. Weil mein Privatleben habe ich auch gut hingekriegt. Etwas spät, aber trotzdem gut. Ja, 2 Töchter, ich bin stolz.
nicht nur über meine Tochter, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Mit 40, ja, 2000 haben wir uns kennengelernt. Und ich bin glücklich, dass es alles so gut gekommen ist.